Und damit kommen wir auch schon zum zweiten Teil unseres Webinars, nämlich zur Visualisierung und Editierung von Daten. Wie wir Ihre Daten letztendlich visualisieren, hängt sehr stark von der Ausprägung Ihrer Daten ab, also ob es sich um metrische oder nominale Werte handelt. Hier im Hintergrund sehen Sie jetzt eine Auflistung und diese wollen wir jetzt mal gemeinsam betrachten. Wir fangen mal mit dem Einzelsymbol an. Hier werden alle Objekte eines Layers mit dem gleichen Symbol versehen. Das eignet sich vor allem für die Darstellung von gleichwertigen Objekten, wie zum Beispiel bei Flächen oder Polygonen haben wir Landesgrenzen oder zum Beispiel auch die Postleitzahlen. Und bei den Punktdaten können wir zum Beispiel auch Ihre eigenen gleichwertigen Standorte mit ein und demselben Symbol darstellen. Hier ist es natürlich auch möglich, zum Beispiel Ihr Logo einzufügen. Bei den Punktdaten bekommen wir hier einen sehr guten Überblick über die räumliche Verteilung Ihrer Daten. Allerdings haben wir keine Hinweise darauf, wie die einzelnen Ausprägungen in den Daten aussehen. Und da kommen wir jetzt zum Einzelwert. Die Einzelwertdarstellung eignet sich besonders, um qualitative Merkmale abzubilden, vor allem bei Daten, die sich in keine natürliche Reihenfolge bringen lassen. Hier sehen Sie schon, bei den Flächen und Polygonen haben wir die Vertriebsgebiete abgebildet. Das heißt, jeder Vertriebsmitarbeiter bekommt hier eine eigene eindeutige Farbe zugewiesen. Bei den Punktdaten haben wir bei den Standorten jetzt die unterschiedlichen Sortimente. Diese haben auch jeweils ein eindeutiges Icon erhalten. Und so sehen Sie dann eben auch sofort, wo welche Kategorie vertreten ist. Dann haben wir noch die abgestuften Farben. Die werden verwendet, um qualitative Daten bzw. kontinuierliche Daten darzustellen. Hier wird meistens ein kontinuierliches Farbschema gewählt mit unterschiedlichen Schattierungen ein und derselben Farbe. Das eignet sich besonders zur Darstellung von Umsatzdaten oder aber auch zum Beispiel, um die Bevölkerungsdichte abzubilden. Diese sehen Sie jetzt hier, das heißt, die hellblaue Farbe zeigt in dem Gebiet eine sehr geringe Bevölkerungsdichte an, während wir bei einer dunkleren Färbung eine sehr hohe Bevölkerungsdichte haben. Manchmal ist es jetzt auch so, dass Daten auch um einen bestimmten Schwellenwert herum schwanken können. Das kann ein Nullwert sein, kann ein Medianwert sein oder aber auch ein selbst festgelegter Wert. Anstatt jetzt hier nur ein Farbschema zu wählen, kann man auch zwei wählen und eben bei dem Schwellenwert sozusagen eine kritische Unterbrechung machen. Da haben wir als Beispiel mal hier unterschiedliche Lagen bei den Punktdaten mitgebracht. Sie sehen, wir haben hier Lagen von schlichter bis exklusiver Lage und man sieht hier eben auch schon, dass die Mainstream-Lage sozusagen als Schwellenwert gewählt wurde. Und so sieht man dann eben auch auf einen Blick bestimmte Muster bzw. eben auch den Schwellenwert auf einen Blick. Dann haben wir noch die Heatmap bzw. auch Dichtekarte genannt. Das ist nochmal eine andere Form der Darstellung der abgestuften Farben. Und diese Visualisierung eignet sich besonders, um Muster in vielen unübersichtlichen Datenpunkten erkennbar zu machen auf einen Blick. Das heißt, hier werden die Punkte in einem bestimmten Bereich ausgezählt und dann eben in der Heatmap mit einer bestimmten Farbe dargestellt. Also wir sehen, bei der Hofstadt haben wir jetzt sehr viele Kundenpunkte. Und diese werden dann in der Heatmap mit einer weißlich bis rötlichen Färbung dargestellt. Während eben wenige Kundenpunkte dann eher mit so bläulichen Spots hier angezeigt werden. Dann haben wir noch die abgestuften Symbole. Diese eignen sich besonders, um quantitative Unterschiede in den Daten sichtbar zu machen. Ideal ist das zur Darstellung von Mengenunterschieden. Zum Beispiel der erzielte Umsatz von Kunden oder auch zum Beispiel die Verkaufsflächengröße. Das sieht man hier jetzt auch ganz schön. Wir sehen, die Punkte sind eben in unterschiedlichen Größen dargestellt. Diese sind nicht proportional, sondern frei wählbar, sodass man eben den Mengen- oder Größenunterschied auf einen Blick erkennen kann. Dann haben wir noch die Kombination aus abgestuften Symbolen und Farben. Diese Methode eignet sich besonders, um zwei Werte gleichzeitig interpretieren zu können. Das heißt, es wird so nicht nur sichtbar, wie groß ein Wert im Vergleich zu einem anderen ist, sondern eben auch, wie die Ausprägung innerhalb einer zweiten Messgröße ist. Wir haben hier mal die ABC-Kundenklassifizierung mitgebracht. Das heißt, farblich haben wir hier die ABC-Kunden dargestellt und da die A-Kunden einen höheren Umsatz erzielen als die C-Kunden, haben wir hier eben auch noch die Symbolgröße angepasst. Ein weiteres Beispiel wäre, dass wir Standorte zum Beispiel nach Verkaufszahlen über die Symbolgröße darstellen und gleichzeitig dann zum Beispiel über die Farbgebung die Kundenzufriedenheit abbilden. Ja, jetzt haben wir vorhin Kundendaten in unser VideoWeb hochgeladen.
Katharina, kannst du uns zeigen, wie wir diese Kundendaten jetzt im Vigeo-Web visualisieren können, um auch erste Muster zu erkennen? Klar, dazu gehen wir wieder in unsere Anwendung. Ich schließe nur eben die Attributtabelle, damit wir einen besseren Überblick haben. Und hier sehen wir auch schon unter dem Layer eine Vielzahl an Symbolen, die wir nun der Reihe nach alle durchgehen. Zuallererst möchte ich auf die gesamte Ausdehnung des Layers zoomen, um wieder den Überblick über alles zu bekommen. Nun machen wir die angesprochene Klassifikation. Hier, das ist je nachdem, was Sie brauchen, können wir verschiedene Dinge einstellen. Wir haben hier schon mal vorbereitet, einmal den Kundentyp, wie schon angesprochen, damit Sie eben genau erkennen, wie teilen sich meine verschiedenen Kunden auf, wo sind meine A, B oder wo sind meine C-Kunden. Ich habe aber auch die Möglichkeit, eine weitere Klassifikation einzustellen, und zwar indem ich sie nach dem Vertriebsgebiet darstelle. So kann ich auf einen Blick erkennen, welchem Vertriebsmitarbeiter der Kunde zugeordnet ist und wie sich die Gebiete aufteilen. Wenn ich eine Klassifikation ändern möchte, muss ich mit lang gedrückter Maustaste wieder draufdrücken und komme so wieder ins Menü. Ich kann jetzt aber auch noch zusätzlich einen Filter einstellen, wenn ich mir nur bestimmte Punkte anzeigen möchte. So kann ich mir beispielsweise anzeigen, ich möchte hier nur die A-Kunden sehen, und zwar die A-Kunden, die einen Umsatz von größer gleich 1000 machen. Und so kann ich auch das auf den ersten Blick sehen. Für die Beschriftung zoomen wir jetzt nochmal näher ran, um das besser zu sehen. Die Beschriftung stelle ich mit diesem Button ein. Ich kann hier auch verschiedene Beschriftungen einstellen. Ich kann hier mir nur den Umsatz anzeigen lassen oder ich kann mir den Umsatz und den Namen anzeigen lassen. So sind auch wieder wichtige Informationen auf den ersten Blick ersichtlich. Über die Zahnräder komme ich wieder in das Fenster der Einstellungen und ich kann auch hier über die verschiedenen Reiter nochmal durchklicken, was ich benötige und die Einstellungen vornehmen. Ich möchte Ihnen jetzt noch die Heatmap zeigen. Hierzu schalte ich die Klassifikation, den Filter und die Beschriftung wieder aus, damit man das besser erkennen kann. Für die Heatmap kann ich auch noch einstellen, welche Deckkraft die hat. Wenn ich beispielsweise dahinter noch einen anderen Layer habe, den ich auch sehen möchte, kann ich die Deckkraft noch variieren. Und hier sieht man nun anhand von der Heatmap ganz genau, wo viele meiner Kunden auf einen Haufen vertreten sind. Wie sieht das Ganze denn jetzt mit flächenhaften Darstellungen aus? Haben wir da einen Beispieldatensatz mitgebracht? Ja, auch kann ich die ganzen Einstellungen noch an den Flächendaten zeigen. Hierfür habe ich Postleitzahlen mitgebracht. Und auch hier bei diesem Layer sieht man hier diese Reihe an Symbolen unter dem Layer, wo ich die Einstellungen vornehmen kann. Und wie Sie gesehen haben, war, wie ich diesen Layer schon eingeschalten habe, schon eine Standardklassifikation eingestellt. Hier sieht man auf den ersten Blick die Einwohnerdichte, also wo sind viele Einwohner auf dem gleichen Raum und wo eben wenig Einwohner. Aber auch hier kann ich mit dem Button Klassifikation die Klassifikation nochmal ändern. Hier zum Beispiel der Kaufkraftindex. Hier haben wir wieder die Schwellenwertabbildung. Die Kaufkraft gibt an, wie kaufkraftstark eine Postleitzahl von Deutschland ist. Die Mitte von Deutschland oder der Durchschnitt von Deutschland ist 100. Das ist unser Schwellenwert. Alle Werte, die niedriger als 100 sind, werden hier in Rot dargestellt. Alle Werte, die höher als 100 sind, werden in Grün dargestellt. Ich kann aber auch hier bei der Fläche einen Filter einstellen und kann mir nur die Kaufkraftgebiete anzeigen, die höher als 100 sind. Und so kann ich auch hier wieder auf einen Blick erkennen, wo sind meine relevanten Daten und die interessanten Informationen. Aber auch bei der Fläche kann ich Beschriftungen einstellen. So zoome ich wieder ran und klicke hier auf Beschriftungen und kann mir anzeigen, um welche Postleitzahl handelt es sich. So sehe ich auf den ersten Blick, wo sind wir eigentlich. Ja, jetzt hast du uns einen sehr guten Überblick darüber gegeben, wie wir unterschiedliche Daten visualisieren können und auch schon welche ersten Erkenntnisse wir aus den Daten ziehen. Und das rein über das Setzen von Filtern und der Klassifikation. Jetzt interessieren sich unsere Kunden häufig auch dafür, sage ich mal, die Daten innerhalb des Systems zu editieren. Kannst du uns zeigen, welche Optionen wir da haben? Ja, sehr gerne. Dazu schalte ich auch wieder unseren Kundenlayer ein. Für die Editierung gehen wir nun wieder hier in die Datentabelle rein
Und jetzt fangen wir gleich an. Wir haben einen neuen Kunden und möchten den neu in unsere Tabelle mit aufnehmen. Dafür haben wir diesen Button hier. Hier klicke ich diesen einfach an und ich kann mit einer lang gedrückten Maustaste wieder in die Karte klicken. Und wie wir es eingangs schon mit der Adresssuche gesehen haben, haben wir hier wieder die Adresse eingetragen. Außerdem haben wir hier die Eigenschaften bearbeiten. Das heißt, diese Adresse wird auch dann in unserem Adresspunkt übernommen, sodass ich die Adresse gar nicht mehr eingeben muss. Wenn ich mit der Adresse einverstanden bin, klicke ich hier auf Weiter, komme in die Attributtabelle und gebe hier weitere Informationen ein, die zu diesem Kunden, den ich eintragen möchte, gehören. Mit Klick auf Speichern bestätige ich diesen Punkt. Ich kann nun hier in der Attributtabelle sehen, welche Einstellungen ich vorgenommen habe und was ich eingetragen habe. Habe ich mich jetzt allerdings verklickt oder der Kunde ist umgezogen und ich möchte diesen Punkt nochmal verschieben, kann ich das mit diesem Button machen, Position verschieben. Hier kriege ich eine Hilfslinie und klicke auch hier wieder mit lang gedrückter Maustaste an die neue Stelle hin. Und nun habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich kann nur die Position verschieben. Das ist beispielsweise, wenn zwar die Adresse richtig ist, aber der Punkt einfach an der falschen Stelle liegt. Zum Beispiel, weil der Punkt eigentlich im Rückgebäude ist oder an der falschen Straßenecke liegt. Dann wähle ich diese Position. Wenn ich die Position und die Adresse ändern möchte, wähle ich das hier, weil auch die Adresse falsch ist. Und auch hier sehen wir nun, die neue Adresse wird übernommen und ich muss selber keine Adresse eintragen. Bestätige ich mit OK, wandert der Punkt an die neue Adresse und ich sehe hier in der Attributtabelle, dass die neue Adresse schon gleich eingetragen wurde. Möchte ich jetzt allerdings nur Einträge in der Attributtabelle ändern, beispielsweise möchte ich den Kundentyp nochmal ändern oder ich möchte hier noch ergänzende Informationen vornehmen, kann ich das mit diesem Stiftsymbol machen. Hier gehe ich rein, es öffnet sich wieder das Fenster und ich kann hier noch zusätzliche Eintragungen machen. Ich klicke wieder auf Speichern und ich sehe, die Eintragungen wurden übernommen. Habe ich jetzt am Ende, sage ich, der Kunde ist nicht mehr in meiner Datei und ich möchte diesen Kunden nun wieder direkt im System herauslöschen, habe ich auch dafür die Möglichkeit. Hier mit der Mülltonne kann ich diesen Punkt wieder rauslöschen. Ich werde nochmal gefragt, ob ich mir wirklich sicher bin und mit Bestätigen ist der Punkt sowohl in der Karte verschwunden als auch in meiner Attributtabelle. Ja, und damit kommen wir jetzt auch schon zum Ende des zweiten Teils. Ich fasse noch mal kurz zusammen, was wir Ihnen jetzt gezeigt haben. Zu Beginn haben wir Ihnen die verschiedenen Visualisierungsoptionen aufgezeigt und Katharina hat Ihnen dann auch gezeigt, wie die Kundendaten im System selbst aussehen. Als nächstes hat sie auch noch gezeigt, wo Sie die Klassifikationsfunktion finden und wie Sie Filter auf Ihre Daten anwenden. Und wir haben Ihnen auch gezeigt, wie Sie zum Beispiel die Heatmap auf unübersichtliche Datenpunkte visualisieren. Zum Schluss sind wir dann noch auf die verschiedenen Editierungsoptionen eingegangen. Katharina hat Ihnen gezeigt, wie Sie einen Datenpunkt verschieben können, wie Sie diesen bearbeiten und auch wieder rauslöschen.